Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserem Vortrag Was ist Wahrheit? Ja, warum machen wir dieses Thema überhaupt? Es ist doch so, dass es für unsere alltägliche Entscheidung sehr, sehr entscheidend ist, wie wir Wahrheit empfinden, was wir als Wahrheit für wahr halten und wie wir uns entscheiden, ob wir nun der Wahrheit entgegen zu einem guten Vorteil zum Beispiel uns entscheiden, was ja durchaus mal vorkommen kann, aber und so weiter. Ja? Also es ist nicht belanglos, was wir für Wahrheit halten. Und gerade heutzutage in diesen Zeiten der totalen Verwirrung und wo wir eigentlich Meinung verwechseln mit Denken und so weiter, ist das ganz entscheidend, lebensentscheidend. Ich möchte statt einer Wahrheitsdefinition, liebe Anwesende, möchte ich jetzt hier einfach ein paar Worte, Begriffe, die uns allen geläufig sind, daneben stellen. Und daran spüren wir am ehesten, was Wahrheit eigentlich sein kann, viel mehr als wenn wir irgendeine Definition haben, die doch nur sehr im Kopf bleibt. Zur Wahrheit möchte ich stellen die Unwahrheit. Die Lüge, den Irrtum, Wahrheit und Wissen oder ein Ahnen, Glaube, ja, und die berühmte Meinung, wo ja bild dir deine Meinung oft geglaubt wird, Meinung haben ist Denken. Hier werde ich nicht irgendwie auf Wahrheiten eingehen, die dann so irgendeine Teilwahrheit sagt, ja, das ist aber so. Es geht vielmehr um den Weg, wie kommen wir dahin und vor allem, wie bewegen wir uns und was bewegt sich da. Also sozusagen als allgemeine Bewegungskriterium, wie wir zur eigenen Wahrheit, zur eigenen Orientierung und Gewissheit kommen können. Und das ist sicher nicht einfach. Denn diese Sache ist sehr komplex, nämlich wir wissen seit über gut 100 Jahren, dass es so wissenschaftlich, materialistisch bereits akzeptiert wurde, dass alles eins ist. Und liebe Anwesende, ich finde, das ist ausgesprochen wichtig, dass wir dem mal Raum geben. Wirklich zu spüren, alles ist eins. Das heißt mit Tucholsky der berühmte Ausspruch, ich bin du, nur anders. Ja? Also die Sache erscheint geteilt und unterschiedlich, dass wir Krieg führen können und so ähnliche Dinge, aber wir sind eins. Wir spielen miteinander, mit uns selbst. Und diese Dinge, dies ist eines der allerwichtigsten Erkenntnisse überhaupt. Und bevor wir das nicht ein bisschen wirklich auch schmecken im seelischen Sinne, werden wir kaum weiter zur Wahrheit kommen können. Das Zweite, was jetzt in diesen wenigen Schritten hier in der Kürze sehr zu beachten ist, dass etwas da ist, was wir völlig übersehen in der Regel, was aber alles trägt und aus dem alles hervorgeht und aus dem alles in das alles wieder zurückgeht. Und das ist nicht irgendetwas, weiß ich, wo weit Fernseiendes, nein, es ist ganz hier. Und das ist zwar wann? Immer. Wir können gar nicht ohne dem sein. Und das ist das, was im Osten Nirvana genannt wird. Das ist das, was das große Nichts genannt wird, was völlig unbenennbar aber ist, weil es eben nicht benennbar ist. Und ja, das ist so enorm wichtig, dass man es gar nicht sagen kann. Ja, aber wir können spüren. Wenn wir nämlich uns zum Beispiel als kleine Übung vorstellen, in der völligen tiefsten Entspannung zu sein,
in die ganz tiefste Entspannung. Für ein paar Sekunden. Und es gibt nichts. Da ist nichts. Es braucht auch nichts sein. Und dann dieser unglaublich gigantisch großen, weiten, unfasslichen Stille. Mag es geschehen, dass plötzlich eine kleine Regung da ist. Ganz klein, ganz zart. Weil, liebe Anwesende, das ist der Moment des Entstehens von allem. Auf der Stelle. Sobald nämlich irgendwas Benennbares ist, und das muss nicht mal einen Namen haben, sondern eben wie eben dieser vorgefühlte, feinste Impuls, der kann so klein sein wie nur unvorstellbar klein. So. Wenn das gibt, dann gibt es sofort, wenn das so ist, dann ist das nicht so. Ja? Also da ist der gigantische Moment des augenblicklichen Entstehens allen Seins. Und darum heißt es so wunderbar, wenn wir das mal tief meditativ wirklich erfühlen, das Vaterunser. Vater unser, der du bist in den Himmeln. Sein, der du bist. Geheiligt werde dein Name. Gott schuf den Kosmos, die Welt. Das sind die Erscheinungen, um ihnen ihren Namen zu geben. Ah, das ist der Baum, das ist die Blume, das bin ich, das bist du. Das war das größte Geschenk, was sich Gott gegeben hat, sich ein Hier und Dort zu schaffen, heißt es in den Gesprächen mit Gott. Wer das vielleicht kennt. Geheiligt werde dein Name. Er soll wieder erkannt werden als das eine. Und diese Namengebung, diese Namensgebung, das Ding, die verschiedenen Dinge, die vielen Dinge, das ist der Name des Seins, des Nichts. Das ist die Erscheinung des Seins. Das Ding kommt vom Ting, diese germanische Versammlung, in der eben eine Vereinbarung getroffen wird. Ah, das nennen wir rot und das nennen wir grün und so weiter. Und wenn ihr da schon mal ein bisschen feiner beobachtet, was jetzt heute aktuell alles so in der Welt passiert, was da alles umbenannt und verdreht und ja irgendwie in ganz andere Zusammenhänge gewürfelt werden soll, scheinbar, das ist schon sehr spannend. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Die Seite des Festhaltens, des immer dasselbe haben wollens, der absoluten Sicherheit der Gesetze, so und nicht anders muss es sein, der Diktatur zugleich, das ist die Wahrheit und nichts anderes, auf der einen Seite. Und dann dieses unbedingte menschliche, berechtigte Bedürfnis der Freiheit, der Neuschaffung. Ja, warum soll es denn nicht anders sein? Ja, das hält sich nicht an die Gesetze, will sich nicht halten. Und dieses Element, das erzeugt ständig auch, dass sich das Geschaffene, das Erschienene, was festgehalten erstmal erscheint und so unbeweglich, dass das doch wieder vergeht, dass alles wieder erscheint und verschwindet und immer wieder neu wird und sich verwandeln kann. Und das hat in genialer Weise Rudolf Steiner als noch viel mehr zu beschreibende Entitäten des Daseins beschrieben, nämlich als Ahriman, auch nicht nur von Steiner erfundene Sache, uralt in der Bibel als Satan bezeichnet,
und diese bewegliche Freiheit des Spielens der unendlichen Möglichkeiten Luzifer, der Lichtträger, der Inspirator der Schönheit ist, aber eben auch völlig verleugnet die ganze materielle Welt und sagt, ach, was soll das? Das brauche ich nicht. Du bist doch ein göttliches Wesen. Das Geistige ist so schön. Das ist der Verführer weg von der Erde. Und Ahriman, der Verführer, nur das Materielle gilt hier. Alles andere ist doch alles ein Hirngespinst und ein Blödsinn. Ja. Und wenn wir jetzt eben die Frage nach der Wahrheit uns stellen, dann kommen wir nicht umhin, dass natürlich für jeden im Kleinen, im Sinne der Meinung der Wahrheit, jede Perspektive anders ist. Ich und du, wir haben alle verschiedene Lebensgeschichten, Erfahrungen. Und wenn wir dann noch die ganze Welt, das ganze Erscheinende dazu nimmt, sind dann noch die Käfer und Regenwürmer, die dann die Welt sehen, indem sie ohne Augen spüren in der Erde oder eben Sinne haben, die wir Menschen wieder gar nicht haben und so weiter. Obwohl ja der Mensch erstaunlich viele Sinne hat. Und da gibt es eben, je nachdem, wo man Interesse hinweckt, also dieser Impuls, wo ich mich hinwende, was sehr mit Wahrheit und Freiheit zu tun hat, dass diese Sachen einen dann führen und wir eben gewisse Dinge sehen und die wir sehen wollen. Und da sehen wir schon, da ist die Freiheit, der feine Freiheitsmoment drinnen. Und Steiner hat uns da als wiederum schön zu Lernendes oder um eine Orientierung hineinzubringen überhaupt, da die 12 Weltanschauungen auch aus alten Weisheiten herausgegeben. Und da gibt es eben zum Beispiel, also einiges bisschen was davon kennen wir, zum Beispiel den Materialismus, der ja zur Zeit, der Zeitgeist, da die ganze Welt bestimmt. Die Gedanken sind alles nur Gehirnfunktionen. Und wenn das Gehirn stirbt, dann ist man natürlich tot und kann irgendwelche Teile aussetzen. Also das ist materialistisches Denken. Oder dann spiritistisches Denken, wo es nur Geistiges, eben Luziferisches vielleicht gibt. Ja? Ich will das jetzt nicht im Detail machen, es sollen nur Beispiele sein. Oder Psychismus. Wir können die ganze Welt, so wie wir den Materialismus zu kennen, dass da alles materialistisch erklärt wird, können wir aus seelischen Vorgängen erklären. Das ist für uns zurzeit sehr weit entfernt. Und was wieder sehr nahe ist uns heute, das ist der Mathematismus. Ja, da kann man die ganze Welt mathematisch erklären. Ja, und insofern, wenn wir die Wahrheit die wirkliche Wahrheit sehen wollen, dann müssen wir bereit sein, alle Weltanschauungen zugleich innerlich als Möglichkeit in uns zu haben. Ja, und dann wird als nächster Schritt immer wieder auch von allen möglichen geistigen Lehren auch oder Religionen immer wieder gesagt, die Welt ist eine Illusion. Ja, um Gottes Willen, ich kann das doch alles anfassen. Ja, eben. Das ist der Materialismus. Und da meint man nur das, was man anfassen kann oder sehen kann, hören kann, riechen kann. Das wäre die Wirklichkeit. Und ist es natürlich auch zum Teil. Aber es gibt eben auch nicht nur die 5 Sinne, sondern wer sich damit beschäftigen will, bitte beschäftigt euch mit den 12 Sinnen des Menschen. Da gibt es geistige Sinne. Ja? Einen Sinn für das Ich, einen Ich-Sinn zum Beispiel. Was für Persönlichkeit das ist, wenn wir uns begegnen. Ja? Also da kann man, während man auch alles lässt, wie es ist, kommen wir in wesentlich mehr Seinsweisen und Feinheiten hinein, als was ich überhaupt so schnell denken kann. Und dann kann es sein, sagt Steiner, dass es tatsächlich einmal auch in der Entwicklung so weit kommen kann, dass wir eben aus der Illusion des Seins, aus der Täuschung
eben die Täuschung ist ja auch, dass das alles zusammengehört, wie wir eingangs hörten, dass man da so raufkommt, dass man merkt, ich habe nicht nur einen Irrtum, aus Grund des materialistischen Zeitgeistes zum Beispiel, sondern ich bin ein Irrtum, also bis in tiefere Seelen-Geistesgefüge hinein sogar, was alles zu den Erscheinungen des großen, allumfassenden, nicht benennbaren Nirvana ist, ja, der Urgrund Gottes. Und dann, ja, da hat man ein bisschen das Gefühl, den Boden zu verlieren, liebe Anwesende. Das ist aber eine recht gesunde Sache, wenn du immer nämlich dabei dich beobachtest und merkst, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht meine Meinungen, ich bin nicht meine Gedanken, hüte dich vor deinen Wünschen, die könnten ja in Erfüllung gehen. Ja, wenn wir merken, ich bin das Licht der Welt, die Wahrheit und das Leben. Indem wir merken, ich bin das Licht der Welt. Wenn ich nicht da bin, dann helfen alle Theorien über das Licht oder sonstige Theorien und physikalischen Tatsachen in jeglicher Art, die sind nie Licht. Licht entsteht indem ich da bin und die Augen öffne. Und das ist es bereits. Wenn ich dann noch irgendwie sage, ja, das sind Teilchen oder Zeigerausschläge oder irgendwelche Dazugeschichten, naja, gut, warum denn nicht? Wer sich damit beschäftigen will, gut. Aber für deine unmittelbare Erfahrung ist es sehr, sehr gesundend zu sagen, ich bin das Licht der Welt. Das ist mein wirkliches Leben. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Und das geht natürlich. Aber was meint Christus, wenn er das sagt? Er meint natürlich nicht das Ego oder das, was da hier jetzt als Arno zum Beispiel herumläuft, sondern das ist die Präsenz, das Dasein, das beobachtet. Und sogar noch weniger als der Beobachter, das ist eigentlich der Urgrund, das Nichts, das Nirvana, das jetzt immer alles trägt und da ist. Wenn ich aus der völligen Voraussetzungslosigkeit einfach mich und alles nicht nur beobachte, sondern dabei bin. Ein kritisches Beobachten wäre schon wieder ein spezielles Ego, ein Beobachter, ja. Lass das. Einfach da sein. Die Wahrheit wird euch frei machen, sagt Christus auch. Also das zu sehen ist, da brauche ich nichts begehren und nichts ablehnen oder auch nichts zu fürchten oder vor etwas Angst zu haben, weil ich eben weiß, die Wahrheit ist, dass ich vergehe als diese Erscheinung. Und da kann es sein, dass das weit über Erscheinungen irgendwelcher Art hinausgeht. Denn ich bin die Präsenz, das Jetzt. Und das darf sich ändern. Warum denn nicht? Und indem wir das sind wir auch ungemein kreativ und schöpferisch. Alleine, liebe Anwesende, wenn ihr vorstellt, dann macht das jetzt hier, aber als Experiment in aller Ruhe. Wenn du da hinschaust, hier, in einem Garten zum Beispiel, siehst du einen wunderbar blühenden Baum. Ja? Wenn du dahin siehst, dann siehst du vielleicht den Misthaufen des Gartens. Und mit dem Ändern der Blickrichtung kommst du sofort in eine neue Welt. Und das ist besonders schwer, wenn du innerlich gerade gefangen bist von in dir rotierenden Gedanken, Ängsten oder sonst was. Richte die Aufmerksamkeit einfach woanders hin.
Ablenken, sagt man schon schön bei Kindern. Nein, nein, das ist viel, viel mehr. Da ist ein Riesengeheimnis drin. Meine lieben Anwesende, das ist ein Gestalten deines Lebens. Ein Dich gestalten und erzeugen. Ja, und was ist eben die Erleuchtung? Ja, das ist das. Loslassen, nicht davonlaufen, da bleiben, präsent bleiben, jetzt hier das, Tat Tvam Asi, das alles bist du, innerlich und äußerlich. Du bist ich, nur anders. Ich bin du, nur anders. Das darf alles sein. Ich bin immer die jetzige Situation. Und die wandelt sich. Und die brauche ich nicht festhalten in dem arimanischen Sinne. Und der Verführer Ariman will uns festhalten lassen, Angst haben lassen. Und das brauchen wir auch nicht fliehen. Ach, was soll dann diese ganze physische Welt mit ihren Windeln und diesen schrecklichen Dingen, die man da dauernd dann kriegen und so. Auch das nicht. Lass es sein. So wie Gott alles sein lässt. Sein Licht schenkt der Schlange und dem Vogel und der Spinne und dem Heiligen und dem Verbrecher. Du entscheidest, wer du bist. Du entscheidest dein Leben. Du bist der oder diejenige, wenn wir auch solche Dinge wieder in schönen Sprachgebrauch noch hineinflechten wollen, wie das Leben dich gestaltet. Und seid gewiss, es ist nichts, was nicht voraus gewünscht oder gedacht oder irgendwie einen Sinn hat. Auch wenn wir den Sinn oft nicht verstehen, so können wir doch die Wahrheit, indem wir loslassen und alles zugleich sehen und das alles, was wir jetzt kurz betrachtet haben, zugleich da sein lassen, dann sind wir augenblicklich in der Wahrheit und ein Stück weit vielleicht auch sogar näher in das, was man auch nicht benennen kann im wirklichen Sinne, was eben Erleuchtung genannt wird. Da und dort. Ja, ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich danke, dass ihr so lange durchgehalten habt und wünsche ganz viel Entdeckerfreude und ganz viel hilfreiche, gesundende Erfahrungen mit diesen wenigen kleinen Anregungen. Vielen Dank.